Moin, moin, meine lieben Freunde. Ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen. Und Bezat 44 ist ja schon seit längerer Zeit als Desktop-Variante und jetzt seit wenigen Tagen gibt es ja auch die Handheld-Version bzw. die Deck-Image-Variante für Handhelds wie das Steam Deck oder MSI Claw, Legion Go oder für HT-PCs, also so Wohnzimmer-PCs. Und da werfen wir heute mal einen Blick drauf auf Bezat 44. Was sind die Änderungen? Wie komme ich überhaupt an Bezat 44? Was funktioniert sehr, sehr gut und was funktioniert noch nicht sehr gut? Also, lasst uns das mal anschauen. Ja, liebe Freunde, lasst uns doch erst mal 'n kurzen Blick werfen auf Bezat 44, die wichtigsten Änderungen, sage ich jetzt mal. Und da gehen wir mal ganz kurz so ein bisschen drauf ein. Das ist nämlich hier erstmal Handheld Demon, diese kleine Leiste an der Seite, die man aufrufen konnte, um TDP-Einstellungen vorzunehmen oder zum Beispiel auch am Controller. Der ist Geschichte, es wird jetzt nur 'n Input Plumber benutzt. Dann ist aber auch vieles direkt in SteamOS Manager reingewandert, also sprich in die Steam Deck Oberfläche, will ich es mal so nennen, in Gaming Mode und. Open Gamepad UI wird jetzt verwendet und hier sehen wir es auch schon. Es ist so 'n für Einstellungen, das wurde 'n bisschen geändert, aber das gucken wir uns gleich mal im Gaming Mode an. Also vieles wurde geändert, nicht immer zum Positiven, wie ich finde, aber da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Und ansonsten, ja, es wird neuer Bezat Updater, auch ganz wichtig, gehe ich auch noch mal drauf ein. Und wir schauen doch jetzt einfach mal direkt rein. Die wichtigste Frage ist natürlich: Wie kommt ihr an Bezat 44? Weil es sehr, sehr viel geändert wurde, klappt es meiner Erfahrung nach nicht, dass es direkt einfach geupdatet wird über 'n Updater. Ihr müsst ein Rebase vornehmen. Das heißt, ihr müsst eure aktuelle Bezat-Version quasi auf den neuesten Stand manuell heben. Ist aber kein großer Akt, das machen wir eben zusammen. Dazu gilt ja, öffnet ihr eine Konsole, Terminal, ne, habe ich ja hier gemacht, und gebt den Befehl ein BRH, kurz für Bezat Rollback Helper. Ihr könnt das auch ausschreiben, Bezat-Rollback Helper, also auch noch zwischen Rollback und Helper 'n Bindestrich, wenn ihr gerne tippt. So, und jetzt zeigt er euch euren aktuellen Status. Ich bin schon auf Bezat 44. So, und wir wollen jetzt zum Beispiel 'n Rebase machen. Das könnt ihr hier über die Pfeiltasten eurer Tastatur auswählen. Dann drückt ihr Rebase, dann dauert das eine Sekunde, bis er alle möglichen Varianten sich angeschaut hat, die verfügbar sind auf dem Server. Da gibt dem System eine kleine Minute Bedenkzeit. So, und dann hat er's jetzt aufgelistet. Wir brauchen jetzt in dem Sinne für Handhelds Bezat Deck, kann ich da nur empfehlen, oder für meine Checkermaschine. Dann wählen wir Bezat Deck. Auch hier lädt er jetzt noch mal die aktuellsten Versionen runter. Und dann würde man jetzt zum Beispiel auf, den Stable Pfad gehen oder Branch. Ihr könnt natürlich auch Testing nehmen, aber da funktioniert dann stellenweise noch weniger, als es jetzt gerade tut. Also, ich will jetzt das nicht so verteufeln. Jetzt könnt ihr hier Stable 44 auswählen. Wenn ihr das drückt, dann lädt ihr alles runter und ihr müsst noch mal Ja und Amen zu allen sagen und dann natürlich am Ende das System neu starten. Das ist aber eigentlich letzten Endes selbsterklärend, ne? Dann würde ich jetzt Ja drücken und dann legt er auch schon los. Aber das machen wir an dieser Stelle mal nicht. So, und jetzt können wir das hier auch noch mal abbrechen und jetzt schauen wir auch noch mal, was ist denn letzten Endes neu bei Bezat 44? Auf den ersten Blick natürlich nicht so viel. Ganz wichtig ist aber einerseits das Bezat Portal hat sich verbessert und der Bezat Updater. Und Bazaar verbraucht jetzt wesentlich weniger Arbeitsspeicher, also ich glaube bis zu 3 MB oder so. Das ist also so gut wie nichts. Bazaar ist ja quasi der Flatpak Shop, wo ihr dann neue Anwendungen herunterladen könnt. Hier sehen wir es auch schon, wir verwenden eine neue Version von Bezat und hier könnt ihr euch dann aktuelle Flatpaks runterladen, äh, Apps und so weiter. Hier sehen wir es auch schon. Könnt ihr natürlich auch nach Apps suchen, also ganz feine Sache das. Und was ich euch nur empfehlen kann, ist schon mal an dieser Stelle den Bezat Updater. Hier einmal reingehen, Rechtsklick, Add to Steam, habe ich schon gemacht. Ähm, Dann habt ihr das Ganze auch im Gaming Mode echt komfortabel verfügbar. Und Bezat Portal wurde auch noch mal neu geschrieben. Ähm, Hier könnt ihr halt noch mal sehr, sehr vieles einstellen, noch mal zusätzliche Applikationen installieren. Zum Beispiel, was ich auch immer nur empfehlen kann, ist natürlich, hier könnt ihr direkt auch den Decky Loader installieren und dann entsprechende Plugins zum Beispiel oder Emo-Deck könnt ihr auch gleich nachinstallieren. Lossless Scaling für den Vulkan Layer, also für die Grafikschnittstelle Vulkan
oder auch so Sachen wie Amazon Luna, Prime Video und sowas nachinstallieren. Und, hier könnt ihr auch noch mal direkt updaten und so weiter. Wake-on-LAN-Funktionalität aktivieren macht natürlich zum Beispiel Sinn bei meiner Checkermaschine. Da nutze ich auch Bersat44, weil es 'n HT-PC ist. Tailscale aktivieren zum Beispiel, das ist ja quasi diese virtuelles Netzwerkverbindung. Und. Also, ich will da gar nicht so viel drauf eingehen. Was ich immer nur empfehlen kann, ist, wenn ihr zum Beispiel 'n Dual-Boot-System habt, dann fügt Boot to Windows vom Steam hinzu. Dann könnt ihr direkt aus'm Gaming-Mode den PC/Handheld in Windows aufstarten lassen. So, also das wurde noch mal überarbeitet und vor allen Dingen auch der Bazzite Updater. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Das Schöne ist jetzt halt auch, das lässt sich auch jetzt wirklich sehr, sehr komfortabel in Handheld-Modus steuern und das schauen wir uns dann auch mal an, weil wir wechseln jetzt einmal in den Handheld-Modus rüber und gucken uns da mal die Änderungen an. So, jetzt sind wir in Handheld-Modus. Ich habe hier natürlich meine eigene Oberfläche über das Decky-Plugin CSS Loader installiert, also nicht wundern. Ansonsten sieht es genauso aus wie bei einem Steam Deck, der Startbildschirm. So, was als Erstes auffällt, ist, es ist über 'n Doppelklick von den Menü-Button, also den Three Dots Button im Vergleich zum Steam Deck, ist nicht mehr der Handheld Daemon verfügbar. Und bei den Einstellungen hier gibt es jetzt halt die Leistungsprofile Low Power, Balance, Balance, Performance. Also, es lässt sich jetzt nicht mehr direkt die TDP einstellen. Das wollen die aber noch nachliefern. Und ich muss sagen, diese Profile, die sind nicht wirklich gut ausbalanciert. Low Power ist schon wirklich teilweise zu niedrig. Ähm, und Performance, also, ich möchte einfach wieder manuell die TDP einstellen können, um zu sehen, okay, reichen 18 Watt, 16 Watt, um eine gewisse Framerate zu halten, um möglichst natürlich auch energiesparend unterwegs zocken zu können. Ansonsten hat sich hier halt nichts getan. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Bei den Einstellungen wiederum, ähm beim System könnt ihr natürlich immer noch nach wie vor Updates herunterladen, als auch für Blizzard teilweise, als auch natürlich die Steam Deck Client oder Steam Client in dem Falle. Je nach Handheld, ich mache das Ganze jetzt hier auf 'ner MSI Claw A8, gibt es natürlich hier noch mal zusätzliche Optionen teilweise, wenn es unterstützt wird, um zum Beispiel die, RGB-Beleuchtung am Handheld, also meistens um die Analogsticks herum, um so anzupassen. Das kann teilweise je nach Handheld jetzt hier in die Einstellung direkt von Steam mitgewandert sein. Ist bei meiner MSI Claw A8 nicht der Fall. Ich muss nach wie vor immer noch auf ein Decky-Plugin setzen, und zwar HuiSync oder WhoSync, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ähm, also hier noch mal schauen. Eine Sache 2 wichtige Sachen, die mir jetzt schon bei der MSI, oder 3 wichtige Sachen sogar, die mir jetzt bei der MSI Claw A8 aufgefallen sind. Die beiden Backpedals kann ich so nicht mehr verwenden. Ist 'n bisschen ärgerlich, aber ich denke, das wird noch nachgepatcht. Gott sei Dank läuft Bluetooth und WLAN einwandfrei. Da hatte ich einige Probleme teilweise mit der MSI Cloud zwischendurch, und jetzt Bluetooth läuft auch einwandfrei. Das einzigste Problem ist, es werden mir unter verfügbaren Geräten zum Koppeln verfügbar alle bisher gekoppelten Geräte angezeigt, und nicht, was wirklich grade aktuell im Kopplungsmodus verfügbar ist. Und das ist manchmal 'n bisschen fummelig, weil, ähm ich müsste ja wahrscheinlich einfach mal ordentlich aufräumen, viele alte Einträge löschen und das noch mal wieder sauber machen. Aber das ist schon 'n bisschen nervig, grade weil, wenn ich zum Beispiel 'ne Tastatur oder Maus hin und wieder immer koppeln will, also, weil ich sie immer wieder neu koppeln muss, um zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln. Deswegen habe ich hier auch doppelte Einträge und so. Und das ist 'n bisschen nervig, aber ich denke, auch das wird auch langfristig gefixt werden. Ähm, Andere Geschichte ist halt, und das finde ich sehr, sehr positiv jetzt bei der MSI Claw A8, da hatte ich ja lange Zeit 'n Problem, ich konnte keine MicroSD-Karte verwenden, weil, wenn ich das Gerät über den Power-Button in den Sleep-Modus geschickt hatte und eine MicroSD-Karte war eingesteckt, dann konnte ich's nicht mehr aufwecken. Das funktioniert jetzt einwandfrei. Das heißt, ich kann wieder meine 1 Terabyte MicroSD-Karte hier hineinstecken, ja, reinstecken und wohlfühlen, wie man so schön sagt. Das läuft einwandfrei. Und ich habe ja auch den Bazzite Updater hier hinzugefügt. Nicht wundern, es wird, wenn dann, unter Steam-Fremd angezeigt in der Bibliothek. Wenn wir jetzt hier mal schauen, unter Steam-Fremd, ja, es hakelt gerade ein bisschen, weil ich sehr, sehr viel hier an Sachen in der Bibliothek habe. Und dann wird's für euch hier halt angezeigt grau, so wie zum Beispiel jetzt auch mal Amazon Luna oder Disney Plus daneben, weil ich habe das Ganze
über das Plugin SteamGridDB, Decky-Plugin SteamGridDB. Schaut gerne mal auf meinen Kanal, habe ich auch 'n Video zu gemacht. Ansonsten hier rechts oben zeige ich euch da auch mal einiges. Hoffentlich denke ich dran, das auch zu verlinken. Ja, da habe ich halt das Kunstwerk geändert und dann konnte ich halt dementsprechend 'n bisschen was aussuchen, damit's auf der Oberfläche gut aussieht. So, und dann könnt ihr nämlich jetzt hier einfach auch in Gaming Mode, weil es sind jetzt auch zwischendurch schon so einige Hotfixes erschienen. Zum Beispiel bei meiner Checker-Maschine hatte ich das Problem, sobald es in Gaming Mode gehen sollte, hatte ich schwarzen Bildschirm. Ich konnte das Ganze zwar remote, zum Beispiel über Steam Remote Play erreichen, aber ich hatte kein Bild. Da gab's so 'n paar HDMI-Probleme. Scheint jetzt gefixt zu sein. Also, da gibt's noch so einiges zu tun. Die Basis ist aber schon mal ganz gut. Und jetzt könnt ihr auch hier reingehen, den Bezite Updater starten und da sehen wir jetzt schon immer so in Klammern die Buchstaben. Das sind dann die Buttons auf euren Handheld, ne? Jetzt drücke ich zum Beispiel A und dann kann ich über Toggle Konsole, seht ihr rechts oben, dann noch mal anschauen, was macht er eigentlich jetzt im Hintergrund? Und es gibt grad nix zum Updaten. Das habe ich wenige Minuten vor dem Video gemacht. Dann könnt ihr jetzt hier das Ganze einmal über Y closen. Bei B könnt ihr noch mal reinschauen, zum Beispiel Other Utilities. Und wenn ihr geupdatet habt, dann könnt ihr natürlich hier auch direkt das System über Y rebooten. Machen wir jetzt aber an dieser Stelle nicht. Und jetzt können wir das Ganze auch einfach closen, Exit A und aus die Laus. Ja, was mich noch so 'n bisschen echt tierisch nervt jetzt an diesem Update, ist halt eine Sache, das glüht auch so 'n bisschen grade in den Reddit-Foren auf, Sunshine. Ich hatte Sunshine, ne, dieses Tool, um halt zu Inhouse-Streaming zu machen, auf andere Handhelds und so weiter oder andere PCs et cetera, Smartphone, weil man dann zum Beispiel bequem von Sofa aus zocken will. So, Sunshine läuft nicht richtig. Ich habe immer Verbindungsfehler 503 beim Aufstart. Wenn ich's einmal installiert habe, läuft's, aber bis zum nächsten Reboot ist Sunshine nicht mehr funktional. Da hilft auch nichts. Es gibt in Bezite Portal Portal gibt's halt 'n kleinen gibt's 'ne Möglichkeit, wenn man auf Sunshine geht, den Error zu fixen, 503 funktioniert aber nicht. Ebenso bringt es mir auch nichts, ein virtuelles Display zu setzen. Das ist noch 'n Fehler, der geht mir grad tierisch auf die Eierstöcke, um's auch mal gut Deutsch zu sagen, aber auch denke ich, da wird's gefixt. Also, meine persönliche Empfehlung zum Bezite 44 Update: Wartet noch 'n bisschen. Wenn ihr auf Bezite 43 seid und es läuft gut bei euch, dann wartet noch, ehrlich gesagt, 'n paar Wochen, bevor ihr euch dieses Update in Anführungsstrichen antut. Mir fehlen noch 'n bisschen, wie gesagt, die TDP-Einstellungen, paar kleinere Bugfixes, nicht funktionierende Buttons und das ist bei anderen Handhelds ähnlich. Schaut einfach mal auf Reddit zum Thema Bezite. Das hat ja 'n eigenes Subreddit und da gibt's schon so 'n paar, ich sage mal, negative Stimmen derzeit. Also, ich finde auch, Bezite 44 als Stable-Version ist viel zu früh gekommen. Es hätte noch 'n bisschen länger in Testing Branch bleiben sollen. Und von daher wartet lieber ab, ne? Ich als YouTuber bin ja eher 'n Early Adapter, um euch auch dementsprechend zu informieren. Also, wartet 'n bisschen ab, bis die gröbsten Bugfixes sind. Aber wenn ihr sagt: „Okay, das, was du für Probleme hast, wie HDMI oder Backpedals oder ja, keine Ahnung, Sunshine-Probleme und so weiter oder TDP-Einstellungen, die stören mich nicht“, dann updatet doch schon gerne schon. Das ist euch überlassen. Ich kann euch nur sagen, aus meiner Warte heraus, ich würde noch 'n paar Wochen warten. Ansonsten lasst gerne 'n Kommentar da. Nutzt ihr schon Bezite 44 oder wartet ihr noch 'n bisschen? Lasst die Tasten glühen. Ich freue mich auf eure Kommentare und ansonsten immer gern 'n Abo und 'n Like dalassen und schaut auch gerne in meinen Amazon Webshop rein. Und ansonsten kann ich nur sagen: „Once you get a deck, you never go back“, es sei denn, Bezite 44 für andere Handhelds kommt um die Ecke. Also, bis dann, liebe Freunde. Tschau, tschau.